Das Zustandspassiv. Im heutigen Video erkläre ich dir, wann du das Zustandspassiv benutzen musst, was Zustandspassiv eigentlich bedeutet und ganz wichtig auch, wie du das Zustandspassiv in allen Zeitformen bilden musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier bei Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um das Zustandspassiv. Wenn du dir meine anderen Videos zum Passiv bereits angeschaut hast, da geht es in allen immer um das Vorgangspassiv, also das Passiv, das von einer Handlung spricht, wo immer wichtig ist, was passiert. Der Unterschied zum Zustandspassiv ist, dass im Zustandspassiv sich alles um den Zustand dreht, der nach dem Beenden einer Handlung eingetreten ist. Also wir haben eine Handlung, die immer mit einem Zustand endet. Wie zum Beispiel, der Mann hatte einen Unfall, deswegen ist er verletzt. Er ist verletzt. Das ist ein Zustand im Zustandspassiv, denn die Handlung, einen Unfall haben, hat zu diesem Zustand geführt. Wie genau du das Zustandspassiv bilden musst und was du sonst noch so beachten musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, schauen wir uns als erstes hier ein Beispiel an. Die Frau hatte einen Unfall, sie ist verletzt. Hier, sie ist verletzt, das ist der Satz im sogenannten Zustandspassiv. Hier ist die Handlung anfahren schon abgeschlossen und während der Handlung wurde die Frau verletzt. Bedeutet, ihr jetziger Zustand ist, sie ist verletzt. Wer die Frau angefahren hat, ist auch hier wieder egal oder unbekannt. Also es geht um einen Zustand. Wie bildest du das Zustandspassiv? Ganz einfach sein als Hilfsverb mit dem Partizip Perfekt. Und sein wird konjugiert und das Partizip Perfekt steht am Ende des Satzes, wie hier auch ist verletzt. Das ist sein plus das Partizip Perfekt. Und wenn du noch ein Modalverb mit drin hast, dann hast du drei Teile, nämlich das Modalverb an der zweiten Stelle, das auch konjugiert wird, und das Partizip Perfekt plus sein am Ende. Das Fenster muss geöffnet sein. Hier ganz einfach Modalverb konjugieren. Sein bleibt dann im Infinitiv, weil du das ja mit jedem Modalverb so machst, dass das Verb, das du ans Ende schickst, dann im Infinitiv da am Ende steht. Also ganz normal. Mit Modalverben ist das relativ selten. Hauptsächlich wird das mit müssen oder können gemacht, aber funktioniert nach den ganz normalen Regeln der Modalverben. Die Wortstellung ganz normal mit zwei Verben im Satz, konjugiertes Verb Position 2 und das Partizip hier dann am Ende oder in einer Ja-Nein-Frage Position 1 und das Partizip 2 dann am Ende. Das Zustandspassiv gibt es nicht in allen Zeitformen, sondern nur vereinfacht im Präsens, in der Vergangenheit und im Futur, also nicht im Futur 2 und auch nicht im Perfekt. Du brauchst also hier nur das Präteritum, denn in der Vergangenheit ist es waren plus Partizip 2. Ganz einfach hier das Sein ins Präteritum setzen, so wie du ganz normal das Präteritum bildest. Und im Futur brauchst du immer werden als Hilfsverb und genau so machst du das hier auch. Hier habe ich jetzt auch noch mal ein paar weitere Beispiele in allen Zeitformen für dich. Im Präsens, der Mann ist schwer verletzt und der Zaun ist frisch gestrichen. Also hier gab es wahrscheinlich wieder einen Unfall und jetzt ist der Mann schwer verletzt. Das ist sein Zustand und der Zaun ist frisch gestrichen. Jemand hat ihn heute oder gestern neu oder frisch gestrichen. Wer das gemacht hat, spielt keine Rolle. Wichtig ist, diese Handlung ist jetzt abgeschlossen.
der Zaun ist fertig gestrichen und ist somit in dem Zustand frisch gestrichen. In der Vergangenheit, der Mann war schwer verletzt, er ist jetzt also wieder gesund, geheilt und deswegen ist das Vergangenheit und der Zaun war frisch gestrichen. Der Mann hat das, oder die Frau hat das gestern oder vorgestern gemacht. Jetzt kannst du ihn anfassen, ohne dass deine Hand auch bunt wird. Und dementsprechend ist das auch Vergangenheit und hier dann ganz einfach das Sein ins Präteritum und schon hast du das Zustandspassiv in der Vergangenheit. Und dasselbe gilt für das Futur. Der Mann wird schwer verletzt sein. Hier das kann entweder eine Prognose sein, wie man das Futur ja grundsätzlich auch einsetzen kann, eine Vermutung, genauso der Zaun wird frisch gestrichen sein. Das sind immer Vermutungen, Annahmen, wir wissen das nicht sicher. Also das ist die Verwendung von dem Ganzen hier und da auch ganz normal werden und dadurch das Sein hier ans Ende werden. Das Hilfsverb konjugiert und hier am Ende Partizip 2 und sein als Hilfsverb. So, jetzt solltest du absoluter Passivexperte sein. Falls du meine anderen Videos zum Passiv noch nicht gesehen hast, habe ich dir die hier jetzt nochmal in der Playlist zum Passiv verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass du heute wieder viel gelernt hast und auch mal auf shop.easy-deutsch.de vorbeischaust. Da findest du nämlich jede Menge E-Books, auch ein gedrucktes Buch von mir und Online-Kurse, mit denen ich dir zeigen werde, die deutsche Grammatik ist einfach. Dein Lehrer erklärt sie dir bisher wahrscheinlich nur viel zu kompliziert. Also, wir sehen uns im Shop und beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.